Die entscheidende Frage bei KI in der Bachelorarbeit ist meist nicht, ob du sie nutzen darfst, sondern wie du sie nutzt. An dieser Stelle entstehen bei vielen Studierenden aktuell Unsicherheiten. Was ist erlaubt? Wo liegen die Grenzen? Und woran kann ich mich überhaupt orientieren? Und gleichzeitig zeigt sich, an vielen Hochschulen ist KI grundsätzlich erlaubt, allerdings nur unter bestimmten Bedingungen. Deshalb ist der erste und wichtigste Schritt, immer die Regeln und Rahmenbedingungen zur Nutzung von KI an deiner Hochschule zu verstehen. Ansonsten läufst du Gefahr, Fehler im Umgang mit KI im Kontext deiner Bachelorarbeit zu machen, die du unbedingt vermeiden möchtest. Und trotzdem gibt es ein Grundprinzip, an dem du dich orientieren kannst. KI ist kein Ersatz für wissenschaftliche Arbeit und gleichzeitig kann sie ein Werkzeug sein, das dich im Prozess sinnvoll unterstützt. Die entscheidende Frage ist deshalb nicht, ob du KI nutzt, sondern wie du sie nutzt. Eine einfache Unterscheidung hilft dir dabei. Unterstützung ist in der Regel unproblematisch und Ersetzung wird problematisch. KI kann dich zum Beispiel dabei unterstützen, Gedanken zu strukturieren, eine Fragestellung zu schärfen oder Argumentation zu reflektieren. In all diesen Fällen bleibt die inhaltliche Verantwortung bei dir. Problematisch wird es dort, wo KI Inhalte erzeugt, die du ungeprüft übernimmst und als deine eigene Leistung darstellst. Dazu gehören zum Beispiel vollständig Textabschnitte, Argumente, die du selbst nicht entwickelt hast oder Interpretationen, die du nicht nachvollziehen kannst. Gerade in den zentralen Bereichen wissenschaftlicher Arbeit, also Analyse, Interpretation und Schlussfolgerung, wird erwartet, dass du selbstständig arbeitest. Und hier liegt der entscheidende Punkt. Unabhängig davon, ob du KI nutzt oder nicht, bleibst du immer verantwortlich für die Inhalte deiner Arbeit. Das bedeutet auch, dass du beurteilen können musst, ob Aussagen korrekt sind, ob Quellen stimmen und ob deine Argumentation tragfähig ist. Denn KI kann sehr überzeugend formulieren, auch wenn Inhalte ungenau oder sogar falsch sind. Deshalb gilt, alles, was du verwendest, musst du verstehen und einordnen können. Und neben der Art der Nutzung spielt auch die Transparenz eine zentrale Rolle. Viele Hochschulen erwarten inzwischen, dass der Einsatz von KI offengelegt wird. Dabei geht es nicht darum, jede einzelne Nutzung zu dokumentieren. Es reicht häufig, nachvollziehbar zu machen, welche Rolle KI in deinem Arbeitsprozess gespielt hat. Eine einfache Orientierung kann dir dabei helfen. Frag dich Folgendes: Ist das noch meine eigene Leistung? Verstehe ich, was hier inhaltlich passiert? Und würde ich diese Nutzung offen so darstellen können? Wenn du diese Fragen mit Ja beantworten kannst, bewegst du dich in der Regel in einem sicheren Rahmen. Ein zusätzlicher Maßstab ist die Verteidigungsfähigkeit. Alles, was du in deiner Arbeit schreibst, musst du erklären und begründen können. Wenn du Inhalte verwendest, die du nicht selbst vollständig verstehst, wird das spätestens im Gespräch sichtbar. Mit diesem Verständnis wird KI nicht zu einem Risiko, sondern zu einem Werkzeug. Nicht, weil sie dir Arbeit abnimmt, sondern weil sie dich dabei unterstützt, klarer zu denken und strukturierter zu arbeiten. Und wenn du sie bewusst einsetzt, transparent damit umgehst und die Verantwortung bei dir behältst, kann sie deinen Arbeitsprozess sinnvoll ergänzen. Dieses Video ist Teil der Videoserie von Thesis Kompass, deinem Wegweiser durch die Bachelorarbeit. Wenn du dir mehr Orientierung im Prozess wünschst, schau dir gerne die nächsten Videos an.